Lass uns improvisieren. Ja, okay. Hallo, Sebastian, schön, dass du da bist. Eine Ehre wie immer. Hi. Eine große Freude und wir sind heute mit dem Thema Improvisation in der Pentatonik über Akkordwechsel. Freuen uns sehr auf euch. Ihr seid mit uns am Start. Wie viele sind schon live? 35. Super, super. Herzliche Grüße an alle, die live dabei sind. Ich probiere das mal hier einzublenden. Das macht er natürlich mal wieder nicht. Aber ich kann das ja in den Chat mal hier hinzufügen. Das machen wir jetzt mal live. Hinzufügen, Bildschirmaufnahme. Intelligente Auswahl, das war in letzter Zeit bei YouTube nicht der Fall. Eine intelligente Auswahl, aber jetzt schauen wir mal. Ja, es hat geklappt tatsächlich. Ich kann das hier dann so mit kleiner so, ne? Und kurz noch die Transparenz einstellen. Super. Und perfekt. Jetzt haben wir hier sogar den Live-Chat. Ja, also schön, dass ihr dabei seid. Wir haben hier schon Grüße aus Brasilien, habe ich gesehen. 17 Uhr, Jungs, auf geht's. Wir waren doch pünktlicher denn je. Ich glaube, nur eine Minute später. Ne? Super, super. Also Ton und Bild super, das ist gut. Das höre ich gerne. Letztens hatte ich das Mikrofon nicht eingeschaltet. Oh. Passiert immer wieder passiert. mal. Aber die Regie hat mich dann darauf hingewiesen. Hallo, so, wer habe Urlaub? Ah, gut. Chris, sehr schön. Also wir hatten hier Grüße aus Alicante, habe ich gesehen. Sehr schön. Das kann nur besser gehen. Ja? Wunderbar. Also, was ist das Thema? Das Thema ist, wir haben uns vorgenommen, heute mit euch über Improvisation zu reden, also über das freie Spiel in der ganz normalen Pentatonik ohne große Zusatztöne und über einen Zwei-Akkordwechsel. Ne? Genau, also zwei Chords, die nichts unbedingt miteinander zu tun haben. Das ist der Punkt hier. Also es gibt kein, ich werfe gleich mal einen Fachbegriff rein, tonales Zentrum. Also das sind einfach zwei Akkorde, die nichts miteinander zu tun haben. Ne? Und deswegen muss man halt auch dann die Tonart, also die Pentatonik wechseln. Und darum geht's. Also, als Einstieg vielleicht mal. Gib den Ball an dich. Das Einzige, was man jetzt hier braucht für dieses Thema, ist, man sollte die 5 Lagen der Mollpentatonik beherrschen. Ja, das ist also die Grundform. Ist zur Orientierung einfach super schwer. Was fliegt denn hier rum, mein Freund? Hallo. Genau. Hast du nicht geduscht wieder? Ja. Doch, heute eigentlich extra. Heute extra? Trotzdem sind die Mücken da. Also genau, man braucht, die 5 sollte man am Stück gut können, sonst ist es einfach super schwer, sich zu orientieren. Also Mindestvoraussetzung. Genau. Ich würde sagen, zumindest mal gut die erste oben reinzukommen, aber alle 5 wären natürlich optimal. Genau, also optimal und dann hat man auch das meiste hier von dieser Übung und von der Idee, um die es geht. Ja, so ist es halt. Ne? So ist es halt. Ne? Bei uns im Badisch ist es noch warm, aber es ist wirklich der letzte Tag heute mit 20 Grad. Ja. Ab morgen Beginn der Herbst. So, ich gehe in diese Aufnahme hier, Sebastian, oder ja, vielleicht sogar erstmal in die. Ja, das kann man dich gut sehen. Und ja, ich freue mich. Worum geht's? Also wie gesagt, wir haben jetzt vorhin schon als Einstieg ein bisschen drüber gejammt. Es geht um die Akkorde A-Moll. A-Moll 7 jetzt in dem Fall. So greifen oder so. Eigentlich wurscht. Und dann C-Moll 7. Ja? Ist ganz egal, wo man den greift.
Die gehen uns jetzt noch ordentlich auf die Nerven, ich sehe es schon kommen. Genau, und die haben auch allein vom Sound her, also ich würde erstmal empfehlen, die 2 Akkorde einfach mal zu spielen, dass man so ein bisschen die Bewegung im Ohr hat, wie das klingt. Also es ist schon ne, man hört, das ist jetzt was anderes. Ne? Es gibt gemeinsame Töne, aber das ist schon vom Ohr, merkt man, okay, das ist jetzt irgendwie nicht mehr das gleiche, wie soll ich sagen, die gleiche Insel. Das ist was anderes jetzt, ne, vom Klang. Genau, okay, also. Und jetzt zur Übung. Was wir auf jeden Fall vermeiden wollen bei der Improvisation darüber ist jetzt Folgendes. Also ich spiele, vielleicht kannst du mal ganz kurz die Begleitung spielen, dann zeige ich, was wir nicht machen wollen eigentlich. Also ich zeige es mal kurz über A-Moll. Das soll man jetzt nicht machen. Also was meine ich? Warum? Das klang nicht schlecht. Ja, also es geht, das ist klar, man kann das auch machen, aber Sinn der Übung ist ein anderer. Ja? Also der Sinn von dieser Geschichte das ist, klang schon, was ich sagen will, rhythmisch war es gut. Und das hilft schon. Da kommen wir auch noch dazu, das ist halt von der Improvisation immer eine Komponente, die enorm wichtig ist. Rhythmik, Timing, Phrasing und sowas. Aber hier geht es jetzt vor allem um Orientierung auf dem Griffbrett. Und mir geht es darum, dass man vielleicht anfängt, eine Phrase zu spielen in A-Moll irgendwo und dann in dieser Position bleibt, wo die Hand gerade ist. Ne? Also meine Hand ist jetzt hier. Ich will eigentlich jetzt nicht nach da springen müssen. Das ist sonst so ein Cut in meinem Flow. Man hört. Genau, man hört. Das ist einfach, jetzt geht er irgendwie woanders hin. Das klingt, ist ein anderer Sound, als wenn ich eine Phrase hier spiele. Und in die nächstmögliche Position gehe und praktisch mit der einen Phrase in die andere übergehe. Und das ist das Ziel der Übung. Was habe ich davon? A, super Orientierung, weil es geht darum, beim Akkordwechsel spielen, beim Changes spielen, geht es vor allem darum, dass ich schnell umschalten kann von A-Moll, C-Moll. Ne? Und praktisch so ein Schalter umgeht im Kopf. Bei A-Moll leuchten die roten Punkte, bei C-Moll die blauen. So kann man es vielleicht erklären ein bisschen. Also, dass man sofort weiß, wo bin ich eigentlich, wo ist C-Moll. Ne? Und das kann man in allen Positionen machen. Als Beispiel wäre jetzt die nächste Position, also ich bin hier in A-Moll, ich fange jetzt in der an. Ja? Und die am nächsten gelegene C-Moll wäre dann die hier. Das ist die 5. C-Moll. Ja? Jetzt kommt wieder A-Moll. Jetzt bin ich in der 2. Position A-Moll. Jetzt die nächste 10-Moll ist die erste C-Moll. Ja. Zumindest mal würde ich sagen, die 2 Beispiele jetzt. Ja. Erstmal, die Amis sagen, du hast a lot of real estate. Ne? Ja, genau. Weil du wirklich ja alles schön abgreifst. Ne? Genau. Sehr kompakt. Und das ist, also wie gesagt, man muss beide Spielweisen beherrschen. Also man muss das beherrschen, dass ich von hier nach da springen kann. Ja. Aber man muss es auch beherrschen, wirklich so in die Vertikale zu spielen. Also in einer das ist Positionsspiel jetzt. Ne? Cool. Also, und es ist eine super gute Übung für die Orientierung. Und wirklich macht es ganz langsam am Anfang. Erstmal finden, wo bin ich eigentlich? Ja? Also den Akkord, vielleicht so einen Loop machen und dann erstmal die Pentatonik spielen. Und dann, wo ist die nächste C-Moll? Ohne dass man die Position wechselt. Ne? Also mit Positionswechsel ist gemeint, ne? Meine Handposition, also Daumen, Zeigefinger. Wo bin ich gerade? Ich will nicht hier hin und ich will nicht dahin. Ja? Zweck dieser Übung. Okay? In der Improvisation ist natürlich alles erlaubt, aber Du hast also dein A-Moll-Akkord. Genau. Und hier ist natürlich deine A-Moll-Pentatonik Position 1. Ja. Jetzt geht's auf C-Moll. Und wenn du jetzt auf C, dann viele, also es ist ja nicht denken, dass das falsch ist. Ne? Nee. Wir wollen nur die nächste sozusagen Evolutionsstufe. Genau, also einfach noch eine andere Möglichkeit. Eine andere Approach. Die sehr interessant klingt auch. Ne? Genau. Und hier ist dann dein C-Moll im 8. Bund und dann kannst du deine Position, aber du kannst gleichzeitig nach links gehen. Ne? Die C-Moll spielen. Und die hat einen tollen Sound.
Ja, genau. Und Und das wollte ich jetzt noch sagen. Warum macht man das? Also, ne, man könnte jetzt sagen, ja gut, aber dann plage ich mich ja nur, weil dann muss ich ja, das ist ja durcheinander und alles. Am Anfang ja, und ich war auch mal an dem Punkt, wo ich gedacht habe, oh Gott, wie soll denn das funktionieren und so, aber das ist so gut, man muss sich nur darauf einlassen. Es ist nichts, ihr müsst Wie nichts lange Neues dauert es, lernen. bis man es spürt? Das kommt drauf an, wie viel man, also das ist eine spielerische Sache hier, finde ich. Das ist sowas, das ist wie Entdeckungsreise, das macht super viel Spaß, finde ich. Und ja, ist bei jedem anders. Es kommt darauf an, an welchem Level man ist. Ja. Wirklich wichtig ist halt, dass man die 5 Positionen am Stück Gut. weiß. Ja. Und dann müsst ihr nichts Neues lernen. Es geht nur darum, die schnell umzuschalten. Ja. Und das ist einfach eine super Übung, um mal so ein bisschen abzuklopfen, wie gut kenne ich eigentlich mein Griffbrett. Genau. Ne? Also sehr, sehr gut. Und ne, ich habe jetzt hier angefangen in A-Moll. Ich kann aber auch sagen, ich fange jetzt in A-Moll mal hier an. So, wo ist C-Moll? Ne, wo ist A-Moll? Und dann gehe ich schon. So geil. Du hast also stationär einfach jetzt immer die Möglichkeit, Genau. auf 2 Genau. hochwertige Positionen zuzugreifen. Ne? Genau. Und das Ding ist, man kommt automatisch, wenn man nämlich Folgendes macht, das ist bei der Gitarre halt so ein Problem, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, weil es so super visuell ist. Ich habe hier, Was ist das Problem? also das Problem ist ist, zu einfach oder Nee, das sind wir zu bequem? nee, oder? nee. Ja, unter anderem. Also man muss halt aus der Komfortzone raus. Der Punkt ist folgender, auf den ich hinaus will. Wenn ich immer nur in der ersten Position spiele, Ja. das mache ich nämlich, wenn ich das immer verschiebe, mir ging das auch mal so. Ja. Und dann habe ich gemerkt, ich spiele immer den gleichen Rotz, auf Deutsch gesagt. Also du weil meine hast das, was in der ersten gespielt, spielst du Genau, das spiele ich dann in C-Moll in Komfortzone der nennt ersten. man Richtig. das Und das ist keine besonders spannende Methode zu improvisieren. Ne? Wohingegen, wenn ich hier eine Phrase spiele in der ersten Position und dann kommt die 5. Position, da spielt man ganz anders drin, weil diese Licks, der geht hier nicht. Man muss sich was anderes überlegen. Man hat andere Fingersätze, andere Sounds. Ne? Also wenn ich... Okay. Also in C-Moll, weißt du, in der 5. Das klingt ganz anders, als wenn ich das in der ersten spiele. Und also hier geht es darum, aus der Komfortzone rausgehen, sich was trauen und man kommt auf so viele neue Ideen, wenn man das macht. Cool. Also das war meine Erfahrung. I like it. Und ne, als erstes Mal vielleicht klar machen, wo ist überall C-Moll am Stück durchspielen, wo ist überall A-Moll und dann eins nach dem anderen durchgehen, wo liegen die denn übereinander. Gute Übung. Ja? Und dann drüber improvisieren, Spaß haben, mit alles erlaubt. Ja? Man darf dann auch mal wechseln. Ne? Das ist jetzt nicht kein Verbot oder so, dass man das nicht dürfte. Ich würde sagen, man kann auch die Idee weiterspielen. Ja, genau. Und auf dem C-Moll, wenn du hier bleibe und dann darf in der Lage auf dem A Richtig. Spielen. Ne? Und dann sieht man nämlich auch, dass es gleich, dass es gemeinsame Töne gibt. Ne? Ja, Und du man hast hier kann's- dann Genau, das ist der Punkt. Und dann kann ich nämlich auch eine Phrase, ne, wenn ich jetzt eine Phrase habe in A-Moll. Kann ich die Mann, schön das ist so auflösen. geil, weil du bist ja nur einen Halbton weiter jetzt, oder? Habe ich richtig gehört? Ich habe nur. Aber es ist viel spannender und logischer, Ja. als man zwingt sich so ein bisschen zu gucken, wo man man hat ein Ziel, wo man hinspielt. Okay, gehen wir mal in den Aufnahme noch mal rein. Spiel noch mal die erste in A-Moll, einfach langsam. Und jetzt geht's auf C-Moll, dann mache ich. Genau, rüber und spiel die 5. in Genau. C-Moll. Jetzt kommt wieder A-Moll und ich bin schon auf dem richtigen Ton eigentlich. Jawohl, und dann spielst du die 2. in A-Moll. Sehr schön. Und ich bin wieder auf dem richtigen Ton. Also es gibt viele gemeinsame Und dann die Töne. erste in C-Moll. Genau. Jetzt die 3. in A-Moll. Und versucht immer den nächsten Auflösungspunkt zu holen. Ja, also aufs C gehen, ne? Genau. Das ist jetzt die 2. in Das ist C-Moll. die zweite C, jetzt kommt wieder A. 4. in A. Yes, und dann 3. in C. Genau.
Und dann sind wir schon fast oben. Das klingt so schön, gell? Ja, und man hat halt, man kriegt ein Gefühl dafür, und darum geht es auch beim über Akkordwechsel spielen, dass der Zuhörer nicht unbedingt hört, jetzt kommt ein Akkordwechsel, ne? Weil ich will, sonst klingt es immer so nach, jetzt kommt ein Satz auf den und dann kommt ein anderer Satz auf den. Aber ich will, dass man da drüber fliegt. Really nice. Das ist eigentlich der Sinn. Und natürlich, damit bin ich jetzt bei Jazzgitarre in Kontakt mitgekommen, mit dieser Sache, dass man halt eigentlich, man steht über den Changes und das ist das Ding. Die Changes dürfen nicht diktieren, was du spielst, sondern andersrum. Also man muss da eigentlich in der Hierarchie eins drüber stehen. Und das geht nur, indem man schon vorher weiß, wo alles ist. Ja. Und das kann man so üben. Das ist ein super guter erster Schritt. Ein guter erster Schritt. Und das kann man dann ausbauen. Das werden wir auch ausbauen. Genau. Finde ich richtig gut. Also jeder, der Lust hat, mal ein bisschen aus der Komfortzone rauszugehen und sich da traut, es zu machen, ist super, super gut. Man kann da nur profitieren, egal auf welchem Spielniveau. Ja? Und man muss ja auch nicht auf so einem Tempo spielen, sondern ganz relaxed. Ist ja egal. Ganz anders, ne? Ja. Also ich habe das jetzt genauso, wie du es mir vorgeschlagen hast, befolgt. Ich klinge plötzlich ganz anders. Und wir haben noch gar nicht angefangen, irgendwelche Tricks einzubauen. Genau, das war jetzt nur, weil... Das ist so süß. Warum klingst du anders jetzt? Du klingst jetzt anders, weil du nicht mehr in deine normalen Finger... Ich muss ja anders... Angewohnheiten reinkommen. Ich muss anders Zeug spielen. Einfach. Genau. Und das ist so schön, Mann. Saugeil. Darum geht's. Saugeiler Tipp. Das ist eigentlich total einfaches Konzept. So schön. So schön. Ja, und so schön. Das kann man übrigens nur so als kleine... Blick in die Zukunft, wo man das überall hintragen kann. Man kann sagen, ich mache das mit Arpeggios. Also man kann sagen, ich spiele jetzt A-Moll-Arpeggio. Und spiele dann das C-Moll-Arpeggio in der Nähe. Ich kann Skalen nehmen. Ich kann Dreiklänge nehmen, ich kann alles machen. Wow. Aber diese Idee, dass man hier bleibt und gleich sieht, wo ist denn überhaupt der Wechsel? Wo ist denn jetzt die andere Tonart? Ganz tolle Feinsache. Das bringt einem, und der erste Schritt, der wirklich einfach ist über Pentatonik. Ja, aber wenn man den gecheckt hat, dann kann man das hintragen, wo man will. Sounds awesome. Jetzt gucken wir mal, ob irgendwelche Fragen auftauchen. Und dann, hallo. Und Bild schlecht. Das ist, hoffe ich mal, also Upload sieht gut aus bei 6, 7 Mbit. Bild und Ton super. Also, nee, es sieht, also von den Zahlen her sieht es gut aus, was den Upstream angeht. Super, okay, ich glaube, es läuft alles. 150 Zuschauer. Gibt es natürlich noch andere Tricks, ne? Ja, wir hatten schon mal ein Video gemacht über Mollakkorde. Genau. Was man da mit der Pentatonik noch machen kann. Und wenn man das jetzt noch einbaut, dann sind wir jetzt wirklich in der Improvisation. Also die Übung ist zuerst mal das. Und also die Hausaufgabe für uns, genau. Für mich, für euch ist, wir lernen, basierend auf den Akkorden A-Moll und C-Moll, A-Moll 7, C-Moll 7. Wir lernen die 5 Lagen der A-Moll-Pentatonik mit der C-Moll-Pentatonik zu überlagern. Da immer um eine versetzt. Also genau. Die erste ist mit der 5., die zweite ist und so weiter. Und mit der ersten wieder. Ne? Und üben das. Machen uns ein kleines Playback, einen kleinen Loop mit den beiden Akkorden auf einem gemütlichen Tempo. Und dann trainieren wir das. Und dann beginnen wir so ein bisschen rhythmisch drin zu spielen. Und improvisieren. Die Idee ist, keine Licks spielen. Versucht mal einfach, was kann ich mit der Skala machen? Deswegen machen wir das. Genau. Und dann kommt auf einmal, dann fängt man an, selber einfach sich zu artikulieren. Und nicht nur irgendwelche Finger-Habits auszupacken. Weil das ist... Letztens auch ein ganz wichtiger Punkt noch, den ich gerne wieder auffasse, ist mal versuchen, auch wenn viele jetzt sagen, nee, liegt mir nicht so, versuchen zu singen. Was kann ich denn drauf singen? Und dann auf das C-Moll und das dann nachspielen. Das ist also ein mega Tipp von Leuten wie George Benson, David Gilmour und viele andere, die das sehr gerne, oder man kann es ja auch im Kopf singen, ne? Oder vor sich hin summen und dann das mal versuchen. Ne? So. Ja, und man kann auch das natürlich
wenn man sich hier jetzt wohlfühlt, das ist nur ein Beispiel, A-Moll zu C-Moll. Man kann auch F zu Ass und so weiter. Und dann kann man richtig, also da wird's dann, das kann man natürlich ins Unendliche. Man sollte es schon ausbauen. Genau, also ich würde mir da, mache ich das. Also man kann sich so ein paar Karteikärtchen schreiben mit so Akkordwechseln drauf, die macht man in irgendein Gefäß rein und dann, wenn man eine Übesession hat, holt man sich eins raus und das übt man. Für einen Tag. Aber nicht mehr, nur das. Ja. Und dann das nächste. Der nächste Tag. Oder eine Woche lang, was weiß ich, bis man das Gefühl hat, ich bin jetzt besser da. Jetzt nämlich ein anderes. Also so, dass man einfach aus der Komfortzone rauskommt und nicht in irgendwelche Gewohnheiten reinfällt, sondern einfach immer in Bewegung bleibt. So lernt man wahnsinnig viel. Cool. Und man kann natürlich auch andere Akkordwechsel nehmen. Also ich kann auch sagen, ich mache dann zum Beispiel G-Moll oder G-Moll zu Ass-Moll, ein Halbton. Wow. Da wird es dann, ne? Aber also es gibt keine Grenzen. Es müssen halt Akkorde sein, die nicht unbedingt was miteinander zu tun haben eher. Weil hier in dem Fall, wenn ich jetzt sage, ich mache G-Moll zu C-Moll, die haben was miteinander zu tun und da klingt es dann eher schon komisch, wenn ich dann die Pentatonik wechsle. Also ich würde mal sagen... Was erklärt es, was die nichts miteinander zu tun hat? Was meinst du also damit? Ne? Die jetzt nicht, ne, tonal in einem, also die nicht so viele gleiche Töne haben, erstens. Und die jetzt nicht, also wenn das die Tonika ist das die Subdominante. Richtig, ja. Und das ist die 5. Stufe. Genau. Und da macht es keinen Sinn, großartig, ne? Weil das halt alles, das ist was immer haben noch wir, alles wenn wir G-Moll. A-Moll mit C-Moll kommt? Das ist ein Tonartwechsel einfach. Das ist ein richtiger Tonartwechsel. Genau, das ist eine Modulation. Das ist eine Modulation. Und darüber zu spielen, also mir macht das unglaublich viel Spaß. Ja. Und wie gesagt, man kann das auch mit anderen Akkorden machen. Das muss kein Mollakkord, das kann alles sein. Das Geht doch in Du. Ja. Ist gerade geil. Das kann man, aber dieses Konzept kann man anwenden auf was auch immer. Man kann auch in einem Blues das machen. Ja. Jetzt haben wir ja diese eine Geschichte gehabt, wo ich gemacht habe mit Dur und Mollpentatonik überlagern. Ja. Ist auch sehr interessant. Ähnelt ja dem, was wir hier gerade machen. Also was hast du jetzt gemeint? Also im Blues, im Dur-Blues, ne, dass man dann... Das ist ähnlich. Das ist genau ganz das Gleiche. ähnlich. Wir überlagern halt nur Dur und Moll und nicht zwei verschiedene. Und das geht genauso, weil man kann im Blues jeden Akkord als Tonartwechsel spielen. Das geht. Okay. Jetzt noch ein paar Tipps. Ja, also für die Improvisation. Wir hatten ja mal gesagt, man kann zum Beispiel über A-Moll neutral guten Sound kriegt man über, wenn man eine E-Moll-Pentatonik drüber spielt. Gleich wieder was komplett anderes. Und dann natürlich G-Moll. Also wir erinnern an das Video von vor 6-7 Wochen, ja. Wo wir gesagt haben, du kannst über den Basisakkord, ein A-Moll 7 hier, kannst du die Pentatonik, eine Mollpentatonik von der Quinte abspielen. Von der Quinte In dem ab. Fall Ja, das wäre dann unser E. Ja. Und das Klang, spiel nochmal. Und dann G-Moll. Ganz toller Sound. Und dann kann ich noch, das geht in dem Fall auch, weil es nicht einfach nur ein Moll-7-Akkord ist, kann ich noch eine Pentatonik einen Ganzton höher spielen, eine Moll-Pentatonik. Das heißt, war auch in unserem letzten Video, ich verlinke das nochmal. Genau, das heißt, ich spiele eigentlich, während Horst das hier spielt, spielst du A-Moll zu C-Moll, ich spiele dann H zu D. Also das klingt so geil. Wenn du wieder zurückgehst ins Normale, ist es fast ein fließender Übergang. Ne? Das klingt herrlich. Das muss man halt üben, ein bisschen ausprobieren, eine nach der anderen. Also man sagt, okay, heute, so würde ich das machen. Dann nimmt sich da so ein Schnipsel raus und überlegt, okay, heute mache ich jetzt mal G-Moll zu B-Moll oder H, genau B-Moll. Und dann dabei versuche ich
immer die Pentatonik von der Quinte zu verwenden. Das ist meine Übesession heute. Ja, ja. Und das ist super, ganz reduziert. Ja. Je weniger, desto besser. Ja? Also, und das wirklich mal eine halbe Stunde probieren. Und danach hat man das Gefühl, oh, da bin ich jetzt echt einen Schritt weitergekommen. Sehr gut. Und dann die nächste Session nimmt man dann irgendwas anderes. Sehr gut. Und ja. Cool. Ich würde sagen, das war's. Mehr werden wir heute gar nicht. Wir beenden das für heute. Ich glaube, das war so Fragen ein... vielleicht noch? Wir gucken auf die Fragen, logischerweise. Aber das war meiner Meinung nach ein guter Tipp, der euch wirklich, wirklich was bringt. Vor allen Dingen visuell und improvisationsmäßig auf dem Instrument. Also eine ganz feine Sache. Ich gehe mal in die Großaufnahme rein. Und jetzt gucken wir noch in die Fragen rein und dann war's das für heute. So. Chris, wenn du die Position wechselst, machst du dir Gedanken, auf welchen Ton, Terz, Quinte du landest, für welchen Ton du anfängst? Würde ich während ich wirklich improvisiere, nicht natürlich, da denke ich nicht, aber als Übeinhalt ist es ganz gut, wenn man sich vornimmt, okay, heute, ich versuche jetzt mal immer beim Wechsel auf der Terz zu landen. Das ist super Übung, super, super, super gute Übung. Also als Übung. Kannst du auf jeden Fall machen, aber als während dem wirklich Improvisieren, ja, nichts denken, hören. Ja, das ist der Schlüssel. Ja. Ich habe mir die Pentatonik-Formen der 3 Akkorde in einer Lage einfach visuell aufgeschrieben, lasse ein Beckendeck laufen und konzentriere dich beim Akkordwechsel auf die entsprechende Form. Ja. So kann man es machen. So würde ich es auch machen. Ja. So. Ist am Anfang recht komisch. Ja, Übung bringt dich weiter. Wunderbar. Bin überrascht, klappt auf Anhieb. Gut, das sehr gut. Ging mir vorhin genauso. Habe ich auch lachen müssen, denke ich. Saugeile, einfache Geschichte, die so gut funktioniert. Hört sich praktikabel an. Super, danke, macht mega Spaß. Nimm die Arme, Pentatonik 5 Minuten. Ja, mal sie dir auf. Ja. So, okay, das sollte es gewesen sein. Braucht ihr da noch ein Schaubild, wo man die überlagert, vielleicht mit Blau und Rot, dass man das mal sieht? Oder soll man so noch was noch erstellen? Wer das braucht. Wer es braucht, aber ich glaube, es ist eigentlich so offensichtlich. Es ist eigentlich selbsterklärend und ich finde den Lernprozess, also ich finde es halt immer gut, wenn man dann da sitzt und das wirklich mal in aller Ruhe versucht, das selber rauszukriegen, weil sonst gucke ich wieder nur auf ein Schaubild und wenn ich das dann wegnehme, dann bin ich verloren. Dann ist mir wieder verloren. Also deswegen, hier finde ich es ganz sinnvoll, weil es ja eigentlich im Grunde nichts Neues ist, sind die 5 Positionen, die muss jetzt jeder wissen. Oder wer es noch nicht weiß, der macht sich dran. Also Schaubild wäre okay. Also ich erstelle auch noch ein Bild für alle Fälle. Dass wir das nochmal, das machen wir gleich und dann haben wir das überlagert. So, ihr Lieben, das war's für den heutigen Livestream von meiner Seite. Vielen Dank, Sebastian, für den super Tipp. Gerne. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Umsetzen und mit dem Spielen. Ja. Ich kündige gleich noch eine kleine Überraschung an für den Samstag. Da kommt ein Livestream-Gast zu mir, den ich jetzt noch nicht nenne. Es ist aber einer der besten Gitarristen Deutschlands. Und wir werden, und ich lade euch alle herzlich ein, ich werde wahrscheinlich um 14 oder 14.30 Uhr live gehen am Samstag für euch. Und ich werde ihm auf den Zahn fühlen, wie er gelernt hat, was er umsetzt beim Live-Spielen, deine besten Tipps. Ich glaube, das wird ein absolutes Highlight. Wer das sein wird, verrate ich spätestens heute Abend, wenn ich dann den Livestream ankündige. Also Samstag 14 Uhr, 14.30 Uhr, Überraschungsgast, einer der besten Gitarristen Deutschlands. 3-mal dürft ihr raten. Ich freue mich so sehr auf ihn und ich wollte schon ganz, ganz lange mit ihm mal Zeit verbringen. Es ist nicht so einfach, weil er sehr viele Termine hat und sehr, sehr, sehr aktiv ist. Okay. Das sollte es gewesen sein. Da raten Sie schon, ne? Ja, super. Aber ich werde es nicht verraten. Sebastian, vielen Dank für den Tipp. Euch da draußen viel Freude mit dem Umsetzen. Ich glaube, es war richtig klasse heute und gutes Gelingen. Die Tipps waren sehr, sehr hochwertig. Herzlichen Dank. Wir sehen uns am Samstag für eine Sondersendung und nächste Woche geht es ganz normal wieder weiter. Bis dahin. Alles Liebe, alles Gute. Wir gehen offline. Ciao. Tschüss.